Ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr ganz einfach richtig leckeres Knäckebrot machen könnt. Bevor ich anfange, möchte ich euch aber noch mal mein Buch zeigen, Frisches Brot. Darin findet ihr nicht nur meine besten YouTube-Rezepte, sondern auch ganz exklusiv Rezepte, die ihr nur in dem Buch findet. Das bekommt ihr überall online und in jeder Buchhandlung vor Ort. Im Grunde brauchen wir für das Rezept nur 2 Zutaten, und zwar Haferflocken und Kerne. Ich nehme glutenfreie Haferflocken, das geht aber auch mit ganz normalen Haferflocken. Davon brauchen wir 70 Gramm. Darauf gebe ich gemahlene Haferflocken. Wenn ihr wie ich eine Getreidemühle habt, dann solltet ihr eure Haferflocken unbedingt selber mahlen. Ansonsten könnt ihr die auch als Hafermehl im Geschäft kaufen. Das sind auch 70 Gramm. Und darauf gebe ich 70 Gramm gemischte Kerne. Hier ist Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Und als allerletztes 1 Teelöffel Salz. Das mische ich erstmal durch. Und darauf gebe ich 210 Milliliter warmes Wasser und 3 Esslöffel Öl. Und das Ganze vermischen. Ihr seht, das ist am Anfang noch richtig locker. Das Ganze decke ich ab und lasse das für etwa 30, maximal 60 Minuten stehen. Ja, das sieht gut aus. Dann brauchen wir ein mit Backpapier belegtes Backblech. Und den Teig möglichst gleichmäßig verteilen. Die Menge reicht wirklich für das ganze Backblech. Falls ihr das nicht so gut verteilt bekommt, könnt ihr euren Silikonlöffel in Wasser tauchen und damit lässt sich das noch mal ein bisschen einfacher glatt streichen. Was ich jetzt noch brauche, sind etwa 40 Gramm gemischte Kerne und das verteile ich jetzt hier auf meinem Teig. So, wenn das verteilt ist, ein bisschen festdrücken, damit hinterher nicht die Hälfte runterfällt. Meinen Backofen habe ich vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze und daran backe ich mein Knäckebrot erst einmal für 20 Minuten. Okay. Nach 20 Minuten hole ich das Blech raus und schneide das in Stücke, so wie ich das haben möchte. Ich begradige erstmal den Rand und dann portioniere ich mir das. Oder wer gerne rundes Knäckebrot mag, kann das auch mit so einem Ring ausstechen. Jetzt backe ich das Knäckebrot für 30 Minuten bei gleicher Temperatur zu Ende. Mein Knäckebrot ist fertig. Das ziehe ich jetzt vorsichtig aufs Gitter. Das lasse ich auskühlen und die Reste und auch die kleinen abgebrochenen Stücke, die eignen sich wunderbar als Cracker. Die Frage ist, wie bewahrt ihr das jetzt auf? Am besten nehmt ihr eine Blechdose oder eine andere luftdichte Dose. Trotzdem kann es passieren, dass es so ein bisschen an Knusprigkeit verliert. Dann gebt ihr das einfach in den Toaster und dann sind die wieder wie frisch gebacken. Wenn ihr wisst, wie man Knäckebrot am besten aufbewahrt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wenn ihr bis dahin Rezeptideen braucht, schaut in das Buch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Übrigens, falls ihr die rund ausstechen möchtet, sehen die so aus und ich finde, das sieht auch richtig klasse aus.